Hallo meine Freunde, hola Madridistas, wo bin ich schon wieder? Genau, das ist die richtige Frage. Ich befinde mich auf dem Weg in Santiago Bernabéu. Was ist passiert? Ich habe eine E-Mail geschrieben an Real Madrid und Real Madrid hat tatsächlich geantwortet. Ich habe meine erste Akkreditierung für das Santiago Bernabéu. Ich kann es nicht fassen. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu machen, in meinem kleinen Zimmerchen mit dem schlechtesten Setup in der YouTube-Geschichte, um darüber zu reden, dass die deutsche Presse im ganzen Fall Negreira alles falsch macht. Und 2 Jahre später bin ich der größte deutschsprachige Real Madrid-YouTuber und kriege eine Akkreditierung für Santiago Bernabéu. Und ich bin einfach nur dankbar, denn ohne euch wäre ich heute nicht hier. Es ist unglaublich. Ich hoffe, eine Hand wäscht die andere. Ich hoffe, ich kann euch besseren Content jetzt liefern. Und ich freue mich jetzt aufs Legendenspiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Mal gucken, ob ich Toni Kroos vor die Kamera bekomme oder Álvaro Arbeloa. Das wären meine 2 großen Ziele. Und bevor ich mich verlaufe, gucke ich mal lieber auf Google Maps. Bis gleich. So, ich habe den Weg jetzt gefunden. Ich bin 8 Minuten vom Santiago Bernabéu. Das ist also ein Spaziergang entfernt. Und ich bin 2,5 Stunden vor dem Anstoß da. Warum? Ganz einfach. Ich habe keinen Plan, was gleich abgeht. Ich kriege zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie eine Akkreditierung. Ich weiß nicht, wo ich im Stadion hin darf. Ob ich unten in die Interviewzone darf. Das wäre natürlich mein Highlight. Ich würde mich riesig freuen, Toni Kroos vor die Kamera zu bekommen. Ja, also es ist für mich was Neues. Ich nehme euch bei diesem Abenteuer gerne mit. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, und ich drücke die Daumen, dass ich euch ein gutes Video liefern kann. Also, wir sehen uns später. Ach so, ich muss euch doch noch einmal nerven von meinem Spaziergang aus. Typisch Mario und Technik. Wie habe ich erfahren, dass ich diese Akkreditierung habe? Ich habe Anfang der Woche Real Madrid geschrieben und ich habe die ganze Woche auf eine Antwort gewartet. Und gestern waren wir schön mit der Familie, mit einem Freund essen. Und als ich gerade ins Bett gehen wollte, es war 11:30, kam der Geistesblitz und ich dachte, Mario, schau doch mal in die Junk-Mails. Ja, und da stellte sich raus, Real Madrid hatte schon lange geantwortet. Ja, und ich habe die Akkreditierung. Problem, ich wohne mit dem Auto 5,5 Stunden entfernt vom Santiago Bernabéu. Was bedeutet hat, ich musste um 4 Uhr morgens aufstehen. Also, mein Abenteuer hat heute quasi mitten in der Nacht begonnen. Ich habe mich direkt um 11:45 hingelegt. Weiß Gott, wann ich eingeschlafen bin. Ich war so nervös. Ja, heute ging der Wecker um 4 Uhr. Um 4:30 Uhr, 4:45 Uhr rum war ich im Auto und bin losgedüst. Ja, und vor 5 Minuten habe ich geparkt. Also, typisch Mario. Mal schauen, hoffentlich funktioniert der Rest dieses Abenteuers besser. Vamos! Ja, da ist das Mutterschiff. Und für diejenigen, die mich oft gefragt haben, wo holst du eigentlich die Arda Güler-Schals her? Woher kriegst du eigentlich deine Accessoires? Ich drehe mal die Kamera um. Das sind diese offiziellen, inoffiziellen Real Madrid Verkaufsstände. Hier gibt es, wie ihr seht, Schals, Trikots, Anhänger, T-Shirts, also wirklich alles, Puppen etc. Und da Rucksäcke etc. Und die ganze Straße ist voll mit diesen Ständen. Man kann natürlich auch was zu essen holen, was zu trinken etc. Aber für diejenigen, die noch nie im Santiago Bernabéu waren, ich dachte, es ist interessant. Und ja, ich habe wieder zugeschlagen. Sorry, da bin ich wieder. Ich konnte nicht widerstehen und ich habe für meinen Bruder ein Geschenk gekauft. Der wird sich richtig freuen und zwar diesen Schal von Toni Kroos und Luka Modric. Wie geil! Ja Leute, es ist tatsächlich passiert. Ich bin glaube ich der Erste hier.
Die anderen sind wahrscheinlich nicht so aufgeregt wie ich. Ich habe aber direkt hier von den Ordnern gesagt bekommen, ich darf nicht das Stadion filmen, ich darf nicht das Spiel filmen. Die Urheberrechte, die schmeißen mich direkt raus. Ich musste schon dafür kämpfen, dass ich jetzt 2 Minuten in die Kamera reden darf, in der Halbzeit 2 Minuten und nach dem Spiel. Ich habe tatsächlich hier, ich darf nicht zu viel zeigen, den QR-Code sollte ich verdecken, aber ich habe eine tatsächliche Akkreditierung. Ich bin so happy. Ich darf auch in die Mixed Zone, aber die Ordner haben mir direkt gesagt, ich weiß nicht, ob heute überhaupt in der Mixed Zone irgendwas los ist. Ich versuche natürlich Toni Kroos etc., Álvaro Arbeloa irgendwie zu erreichen und denen 2, 3 Fragen zu stellen. Aber wie dem auch sei, selbst wenn nicht, es ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar, dass ich das erleben darf. Ja. Ich werde emotional, also vielen Dank. Alamadi. So, da habe ich die Aufstellung oder zumindest die Kader vom Classic-Match. Don Iker Casillas, Buyo, Michel Salgado, Roberto Carlos, Pepe Varane, Milla Butragueño, Raúl, dafür lohnt sich schon, Toni Kroos, Baptista, Alfonso, Congo, Amavisca, Marcelo, Campo, Casillas, Contreras, Raúl Bravo, Fernando Sanz und Granero. Boah, was für eine Traummannschaft. Ich freue mich. Also zunächst einmal, wie gesagt, ich muss stark aufpassen, dass ich hier nicht das Spielfeld aus Versehen aufnehme, aber die Kamera ist auf mich gerichtet, also ich sollte keinen Ärger kriegen. Aber die Ausstellung von Madrid ist ja der Wahnsinn. Raúl und Toni Kroos zusammen auf dem Platz. Wow! Ich hoffe, ihr habt das gehört. Auch die Innenverteidigung, Pepe und Varane, die haben doch gefühlt letzte Woche noch die Champions League zusammen gewonnen. Hey Leute, ich mache hier mal weiter. Wir sehen uns. Halbzeitstand von 2:2 und zunächst einmal einen absoluten Respekt, was Real Madrid hier auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank auch an Borussia Dortmund und die ganzen Einnahmen gehen an Kinder, die es brauchen, über die Real Madrid Foundation. Also das macht dieses Event noch einmal schöner und auch die Stimmung. Das hier ist einfach ein Event, wo alle Spaß haben. Und ganz ehrlich, viele Madrid-Spieler wurden gefeiert. Raúl, Roberto Carlos, Marcelo. Aber ein Spieler überragt. Sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Toni Kroos. Als der Elfmeter für Madrid gepfiffen wurde, hat das ganze Stadion nicht aufgehört, nach Toni Kroos zu verlangen, obwohl er sich ein bisschen geweigert hat. Aber wenn man sieht, wie er den Elfer geschossen hat, wenn man gesehen hat, wie er das Kommando über das Spiel übernommen hat, dann kommt man nicht dran vorbeizudenken. Ein Toni Kroos hätte diesem Real Madrid in dieser Saison gut getan. Für mich ist es immer noch unrealistisch, ein unglaubliches Ereignis, eine unglaubliche Stimmung. Wie gesagt, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank. Ich melde mich nach dem Spiel. Bis dann. Keine Sorge, das Video ist noch nicht vorbei. Das Interessante, die Interviews, die kommen jetzt.
Aber ausgerechnet bei der Outro hatte ich Tonprobleme, wo ich darüber geredet habe, das Spiel ist 3:3 ausgegangen. Dortmund hat kurz vor Schluss noch ein Tor gemacht, aber ums Ergebnis ging es gar nicht. Danach sind die Spieler noch eine Ehrenrunde gegangen. 2 Jungs, die Söhne von Pepe und Raúl Bravo, das sind kleine Pupsis gewesen, die waren vielleicht 3, 4 Jahre alt, sind aufs Tor gelaufen und haben ein Tor geschossen. Das Bernabeu hat die Tore gefeiert, als wenn es ein Champions-League-Finale wäre. Also unglaublich tolle, lustige Stimmung. Ja, und dann bin ich runtergegangen in die Mixzone. Und ihr müsst es euch so vorstellen. Ich stand in der Mixzone mit diesem Mikrofon und der Kamera, die ihr nicht seht. Und rechts und links von mir war ich umzingelt von Kamerateams. Mit Kameras, die wahrscheinlich teurer waren, als was ich in einem Jahr verdiene. Mit einer Moderatorin, mit jemandem, der die Frage stellt. Also die Teams waren meistens zu dritt etc. Hatten alle diese riesigen Mikrofone und ich mit diesem Ding. Also es ist natürlich normal, dass die Spieler eher dahin gehen, wo die ganzen großen Kameras und die großen Mikrofone sind. Und trotzdem habe ich es geschafft, Esteban Granero, Lars Bender, Großkreuz und auch Marcelo Fragen zu stellen. Unter anderem auch eine über Arda Güler, werdet ihr ja gleich sehen. Aber ich war alleine. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Also, ich habe natürlich es nicht geschafft, immer den Spieler mittig auf der Kamera zu haben. Ich glaube, bei Marcelo war das noch ganz gut, bei den Bender oder Großkreuz, da sieht man die Spieler teilweise gar nicht oder abgeschnitten etc. Allerdings war es das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und welche Alternativen habe ich jetzt? Ich habe die Alternativen, ich zeige es euch gar nicht, weil ich verkackt habe. Oder ich habe die Alternative, euch diese exklusiven Interviews zu zeigen. Die habe nur ich, das ist mein Urheberrecht. Ihr seid die einzigen Menschen auf der Welt, die das sehen. Und ich hoffe dann einfach auf eure Rücksicht, dass ihr sagt, Mario, den Bender sieht man fast gar nicht oder was auch immer. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und seid euch sicher, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Das nächste Mal, wenn ich so eine Akkreditierung kriege, versuche ich irgendwie an 2 zu kommen, damit ich noch jemanden habe, der die Kamera hält, wenn ich nochmal in die Mixed Zone gehe. Ich versuche aus diesen Fehlern zu lernen, aber ich hoffe, ihr wisst, ich bin eine Ein-Mann-Show. Ich mache das hier alles alleine, von den Aufnahmen über den Schnitt, über den Ton, über alles mache ich alleine. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis und lasst trotzdem Liebe auf diesem Video. Und ohne jetzt zu lange zu quatschen, hört euch mal an, was Marcelo und so zu sagen haben. ¿Puedo hacer una pregunta por Arda Güler? Sí. El turco centrocampista como tú tuvo problemas los primeros 2 años. ¿Qué piensas de la evolución? ¿Piensas que el año que viene va a ser una pieza clave en el Real Madrid de Xabi Alonso? No, pieza clave, eso es muy difícil decir. Creo que es un jugador extraordinario, creo que el Real Madrid es un club extraordinario y obviamente no hay sitio para todos todo el tiempo, pero creo que cuando está en el campo ha demostrado mucho nivel, ¿no? Y si consigue tener esa paciencia y mantener el nivel, pues es un jugador que obviamente si está en el Real Madrid es porque lo merece y hay muy pocos jugadores en el Real Madrid. Pepe, Batistao und Marcelo. Y lo que no avanza son situaciones diferentes que son buenos, humanos, no sé. Aquí podemos hablar de la tercera. Venga, Te puedo preguntar una sobre la Icon League. Te puedo preguntar una. Icon League me gusta. Porque yo soy de Alemania y te hemos visto en la Icon League. Muy bien. Acompañando a Toni Kroos en su Icon League. Sí. ¿Qué te parece el evento que ha hecho? Muy bien, muy bonito. La verdad que esto está cambiando mucho ahora y me gusta porque no es una liga que no es solo para jugar el fútbol así, la gente juega, entrena y al final eso es muy bonito, jugar el fútbol. Y yo que soy de fútbol sala de toda la vida, pues para mí es muy bonito. Ojalá te vea otra vez en el campo allí con Toni Kroos juntos. Sí, pero es que después del partido de hoy yo creo que tengo que estar 3 meses parado. Que estoy... Muchas gracias, Clark. Zunächst einmal gratuliere zum Podcast. Ein Freund von mir hat gesagt, ich soll Ihnen das unbedingt sagen, dass Sie einen super Podcast machen. Und zum Zweiten, Sie sind eine Legende in Dortmund, haben im Westfalenstadion gespielt, eines der besten Stadien der Welt mit Abstand.
Wie fühlt es sich an, hier im Santiago Bernabéu zu spielen? Ja, es ist immer schön, jetzt zurückzukommen. Ich habe hier 3-mal schon gespielt, das war immer ein Erlebnis. Gerade 2013, als wir hier dann ins Finale eingezogen sind. Ja, es ist ein sensationelles Stadion und hier kommt man gerne hin. Sie sind eine Legende in Borussia Dortmund, haben etliche Spiele im Westfalenstadion erlebt, eines der schönsten Stadien der Welt. Wie fühlt es sich an, im neuen Santiago Bernabéu zu spielen? Ja, fantastisch. Also erstmal ist es natürlich eine Ehre, jetzt hier nochmal zu spielen. Ja, ich habe es ja schon des Öfteren gemacht mit Dortmund, dann zur aktiven Zeit, und da war es schon ein überwältigend tolles Stadion. Aber jetzt ist es natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer und, glaube ich, passt doch zu der Größe des Vereins, so ein Stadion zu haben. Das freut mich zu hören. Sie haben heute sehr viele Duelle gegen Toni Kroos gehabt. Der spielt so, als wenn er nie aufgehört hätte, oder? Ja, natürlich, das merkt man schon, dass er natürlich jetzt noch nicht so lange raus ist, und ja, es ist auch nochmal schön, gegen ihn zu spielen. Das ist der deutsche Spieler, der so viel gewonnen hat wie kein anderer, und ja, sensationell, was er geleistet hat über seine Karriere hinweg. Ich kann mich noch daran erinnern, in der U17 waren wir zusammen mal bei der Nationalmannschaft, und irgendwie ist es dann schon auch lustig, wo der Weg dann hingegangen ist, und am Ende spielst du dann hier so als Legenden der Teams wieder gegeneinander. Es ist schon besonders, und ja, cooler Typ, hat viel für den Fußball gemacht. Ja, Sie auch. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen Tag noch. Ciao. Danke, Servus. ciao. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ein unglaubliches Erlebnis. Vor 2 Jahren mache ich Videos aus meinem kleinen Zimmer, und heute führe ich in der Mixed Zone vom Santiago Bernabéu Interviews mit Sven Bender, mit dem Großkreuz, mit Granero und insbesondere mit Marcelo. Leute, es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden, 5,5 Stunden gefahren, um in diesem tollen Stadion zu sein. Hab ein tolles Spiel gesehen, 3:3, viel Geld wurde gesammelt für Kinder, die es benötigen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und jetzt heißt es für mich, was essen gehen und dann wieder 5,5 Stunden ins Auto zurück. Aber für Madrid und für euch mache ich es gerne. Mein Schlusswort, wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, diese Überraschung hat euch Spaß gemacht, und ich sage einfach mal, Alla Madrid! Ach so, da war ja noch was für die ganz Treuen unter euch, die jetzt noch dran sind. Morgen wird die 3. Folge aufgenommen von meinem neuen Podcast mit Die Hahn zusammen. Klein und haarig. Wenn ihr den noch nicht angehört habt, geht zurück, hört euch die 2. Folge, die erste gerne an, aber die 2. fand ich persönlich sehr gut. Ja, wie dem auch sei, morgen wird die 3. Folge aufgenommen, und Die Hahn und ich haben uns vorgenommen, Zuschauerfragen 1 oder 2 zu beantworten. Also, wenn du eine Frage hast, die wir beantworten sollen, geh jetzt bitte in die Kommentare und stell die da. Also, ich würde mich freuen, und jetzt wirklich, wir sehen uns morgen. Bis dahin.